Wenn ihr euch fragt, warum dieser Mann auf einmal eine Sonnenbrille trägt, dann hat er sie am vorletzten Tag der Tour aus dem Koffer geholt. Schon mal drüber nachgedacht und genickt? Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir sind in den USA, wir sind in Kalifornien und auf der Carpool Lane. Das ist ziemlich gut, damit machen wir ein wenig Strecke gut. Denn wenn man 2 oder mehr Menschen im Auto ist, darf man diese nutzen. Die meisten sind alleine. Dafür wurde das gemacht, damit die Leute nicht alleine fahren. Und die Leute fahren alleine. Wir sind unterwegs. Wir machen heute 2 Freizeitparks. 2 große Brands, 2 Ketten, 2 Sachen, die ihr auf jeden Fall kennt. Und fahren da jetzt gerade hin. Werden Stand jetzt immer noch pünktlich ankommen, dank der Carpool Lane. Auch wenn es sich jetzt hier ein bisschen staut. Ich werde mal gucken, wenn hier einer alleine sitzt. Ich rufe sofort 911. Cybertruck. Damit steht es 43:23. Erwähnen muss ich auf jeden Fall noch die Lautstärkeregelung dieses GMC bei uns. Diese Grobiane hier reißen ja überall wie die Gestörten dran. Deswegen muss man das Ding halb abschrauben, bis sich irgendwas in der Lautstärke verändert. Du drehst und drehst und drehst und drehst. Und es ist nicht so lauter, dann so ein bisschen lauter, noch ein bisschen lauter. Ja, das macht mich wahnsinnig. Und einmal noch zur Transparenz, damit ihr das wisst und unterrichtet seid, sind wir heute von beiden Parks auch eingeladen, dass wir da einfach so reingehen können und können aber machen und tun, was wir wollen und nehmen euch mit und sagen euch wie immer genau das, was wir sehen, was wir denken, was uns passiert. Nichts geschönt, aber dass ihr da auch informiert seid. Jetzt gucken wir mal, dass ich die mal von der Straße komme hier, alle. Ich hab was zu tun. Bevor wir angefangen haben zu filmen, lief es 1A. Wir machen die Kamera jetzt wieder aus, damit dann wieder die Bahn frei ist. Das gibt's ja gar nicht. Wenn man einfach weiterfährt, wenn der vor einem durchfahren kann durch eine Schranke, passiert das. Man sieht es glaube ich nicht, aber da liegt sie. So, wir sind angekommen nach einer guten Stunde. Wir sind besser durchgekommen und haben wieder alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wir haben $40 fürs Parken bezahlt. Das kostet das reguläre Parken. Du kannst natürlich auch bis 70. Aber wir sind nicht so Füchse wie der mit dem großen Transporter. Wenn du nämlich einfach gegen die Schranke fährst, die auseinanderberstet und in Teilen auf dem Boden liegt, danach kannst du durchfahren und bezahlst gar nichts, obwohl du hier alles kaputt machst. Wir Deppen. So, Legoland Kalifornien, Lego Castle Hotel, Legoland Hotel, Legoland Eingang. Drüber will dein Namensschild sein.
Peoples, wir sind jetzt zweimal den Galactic Coaster gefahren. Was eine coole Achterbahn, macht richtig Spaß. Habe ich dann auch noch mal 20 Mal in meinem kleinen Review hier vor Ort gerade gesagt. Das haben wir nämlich gerade gedreht. So wie auch zum Hus Park Attractions Airboat. Also Hus Park Attractions und Art Engineering, das deutsche Doppelpark in Kalifornien. Good evening. As the asteroid of probable destruction is zooming closer to spaceport, it's the smart government knows. The keeper, do not. Sorry. Pick up the top, cadets. You picked your first brakes. Now pick the wings. Which design will give you the speed you need? Tap the screen to try them out. Try different ones. That doesn't have to be right the first time. Pick quickly. It's your time. There's just time for one final choice. There's something extra that will really grab the separator's attention. This means they'll chase you to the asteroid. Wow! That looks awesome, Rocketeers! Fast and stylish.
die auch die gleichen Rides mit dem gleichen Themenbereich für Florida geliefert haben. Also das gerne öfter. Das macht nämlich richtig Bock. Also beides cool. Aber die Achterbahn natürlich, so unser Steckenpferd, richtig stark. Lounge Coaster mit gesteuert drehenden Gondolen und was für eine krasse Halle. Also deutsche Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Voll gut. Hat richtig Spaß gemacht. Haben wir ein bisschen das gefilmt. Und das haben wir jetzt und müssen dann weiter. Fahren jetzt noch mal eine halbe Stunde Auto und fahren zu SeaWorld San Diego und haben da auch noch ein paar Achterbahnen offen, die wir noch nicht gefahren sind und nehmen euch da weiterhin mit und haben jetzt irgendwie $40 Parken für eine Stunde stehen bezahlt gefühlt. Naja. Ja, nicht nur gefühlt. Nicht nur gefühlt. Nee, genau. Jetzt gerade genau. Naja, so ist das manchmal. Hätten wir mal die Schranke weggenietet. Ich probiere das jetzt gleich mal beim nächsten Parkplatz. You pick strawberries. Fresh strawberries. Open. Du hast den Arrow vergessen. Arrow to the left. Open. Was soll das heißen? SeaWorld San Diego, wir sind angekommen und noch am Parkplatz und machen es mal auf Socken. Skyline ist schon cool geworden. Also irgendwie habe ich das gar nicht so in Erinnerung. Aber als wir das letzte Mal hier waren, war Electric Eel neu, da hatten wir eine ERT drauf. Und es gibt 3 zu countende Attraktionen, Achterbahnen für uns. Und da müssen wir auf jeden Fall mal da hinten in der Ecke. Und überhaupt, ich bin gespannt. Und wir nehmen euch ein bisschen mit. Wir zeigen euch auch Quick Queue, wo man hier die Wartezeit umgehen kann. Natürlich zeigen wir euch auch All Day Dining. Richtig crazy Angebot. Kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Genau. Und erstmal müssen wir rein. Arctic Rescue, damit starten wir die Thrilling Coaster Expedition und es geht auf Schneemobilen von Intamin Amusement Rides jetzt ab. Wie und wo und was weiß ich noch nicht. Bin sehr gespannt. Ist das, weiß ich, ist bestimmt draußen, oder? Oder ist das drin? Ich habe keine Ahnung.
Backstage Area the Right oder was ist das? So Müllcontainer und allem. So, exit always to the fish tank. Und okay, also hier das Wild Arctic Ding ist ja wieder so ein Basecamp für Expeditionsforscher, was wirklich cool gestaltet ist. Den Ausgangsshop gibt es auch. Es gibt auch 2 Beluga, die da gerade rumdümpeln. Aber wir wollen ja über Achterbahn sprechen, deswegen sind wir ja hier. Und Arctic Rescue, ja, super cool lang. Und man sitzt in einem Schneemobil, fährt halt über so eine Schotterwüste mit ein bisschen weißen Beton, irgendwie eingezäunt in geprinteten Wald und man sieht sehr viel Backstage. Also bei so einer sehr bodennahen Bahn wünsche ich mir doch ein bisschen mehr Gestaltung und drumherum und viel zu viel positive G-Kräfte für so eine Bahn und dadurch merkst du halt auch so hier einen Schienenstoß, aber im Gesamten ist das Layout schon irgendwie cool. Du hast 3 Lounges, da weiß ich nicht, ob das jetzt alles dem zu schulden ist, dass wir so ein bisschen jetzt am Ende der Tour sind oder ob es nicht so gut ist. Hier gibt es sogar noch Seerettungsspielzeug, weil SeaWorld ist Rescue und Rescue ist SeaWorld. Ja, also Electric Eel ist eine weitere Achterbahn, die hier steht. Die haben wir als ERT gehabt und sind da 1 Stunde am Stück drauf gefahren. Skyrocket 2 vom Premier Rides kennt ihr als zum Beispiel Skyscream im Plopsaland, Deutschland. Mit dem Unterschied, dass es hier so Gummiwesten gibt nochmal zusätzlich, was die Menschen wollen, weil die sich dann sicherer fühlen. Das hat keinen Sicherheitsaspekt. Und wir haben nicht 2 Wagen, die einen Zug bilden, sondern 3 Wagen gemeinsam bilden hier einen Zug. So, die nächste Bahn, die wir jetzt fahren, ist aber Emperor und das ist von B&M ein Dive Coaster, der echt groß ist. Ich weiß gar nicht, der hat irgendeinen Rekord, hat der bestimmt. Also man braucht doch nichts ohne Rekord. Bin ich sehr gespannt, ist auch neu dazugekommen inzwischen seit unserem letzten Besuch und steht hier ziemlich weit hinten, hinter Atlantis, wo wir gleich auch noch hingehen.
Ja, B&M Dive Coaster an sich natürlich beeindruckend und groß, aber irgendwie hat es uns jetzt nicht so abgeholt. Ich finde die Farben schön, dieses helle und das dunkle, ja, blau bis türkis fast schon. Dann steht die Bahn halt wieder einfach so auf dem Kies, verschiedenfarbiger Kies, aber das ist es dann auch. Eigentlich soll das, glaube ich, so ein bisschen der Sprung, dieses Diving von Pinguinen darstellen dann. Das ist so ein bisschen das Thema wohl dahinter. Und dann hast du echt original eine Station, die kein Dach hat. Du hast in der Queue, die davor ist, also in den Gates, so ein bisschen Sonnensegel, aber dann hast du einfach kein Stationsdach. Jetzt nicht nur, dass man da in der Sonne oder im Regen dann hängt, sondern das ist ja auch nicht irgendwie gut fürs Material, wenn der Zug irgendwie immer Wetter ausgesetzt ist. Und die Maintenance Bay hat auch nur ein Sonnensegel, hat da auch komplett einen oder den zweiten Zug dementsprechend zerlegt stehen. Habt ihr ja bei uns im Video gesehen, wo wir im Freizeitpark Plon waren und ich ein bisschen mit der Achterbahn geschraubt habe. Also so wie das aussieht, war der Marco kurz hier und hat das Ding einmal auseinandergedübelt. Ja, spannend. Aber irgendwie, ja, schade. Hat uns jetzt nicht so überzeugt abgeholt. gar nicht. Ach, das ist doch kompletter Quatsch ist das, ey. So, dann kann ich auch so ins Wasser springen.
sieht nur, dass es sich hochrollt, weil es so nass ist. Füße, man sieht ja meine Beinhaare. Mein Shirt war jetzt auch, Leute. Ja, bei dir ist gerade schwerer zu sehen. Du stehst auch selber im Schatten. Ja, Journey to Atlantis, Mack Rides Water Coaster. Ein letzter Grad weit weg von Gut und Böse. Und es braucht auch keinen neunmal kluger anzukommen und zu sagen, wir wollen Wasserbahn und beschweren sich, dass die nass werden. Das ist nämlich nicht mehr nass, das ist einfach nur noch abartig. Wenn wirklich literweise Wasser dir in die Schuhe läuft und überall hin. Und also mein Gesicht hat nichts abbekommen, aber mein ganzer Körper ist eingetunkt worden. Das ist ja nicht witzig. Das ist nicht erfrischend, das ist nicht unterhaltsam und egal wo ich mich jetzt hinsetze, wird es für euch dann auch nicht besser, wenn ihr euch danach hinsetzt. Also das ist ja ein Murks einfach, weiß ich nicht, habe ich nicht gedacht. Dafür war der Dark Ride Part mal anders, als den man kennt, kürzer, aber dafür cool mit so einem Lift. Achterbahnpassagen waren cool, also spannende Anlage auf jeden Fall und gut, dass nicht 50 FKFler da gefahren sind. Da hätte der Bus aber auf jeden Fall gemüffelt danach. So, das ist quasi die Ice Atlantis Aalecke. Weil, ja, wir sind gerade vom Parkplan. Ja, Wild Arctic heißt die Ecke. Wild Arctic heißt die Ecke, aber ja, Wild Arctic, ist aber da. ja, genau, das hier gehört ja nicht mehr dazu. Ja. Wild Arctic ist da, wo wir gerade waren. Wobei Emperor auch irgendwie zu gar nichts gehört. So, Ja. Na, nicht mal zum Parkplan. das ist ein Geschenk. Also ich finde, weil er ein Giftshop ist, aber ich finde, das ist, die Bierkrüge sind super. Ja, wir haben Mittag, wird Zeit für All-Day Dining. Ja. Wir gehen zum Calypso Bay Smokehouse, höre ich gerade. Mama. Bin ja gespannt, was es da gibt und das werdet ihr natürlich auch sehen, was es da gibt. Frust fressen, weil ich jetzt so nass bin. Er hat gesagt, wir haben keinen Streit. Bro dreht sich in die Sonne, damit er trocknet. Bla bla. So, Leute, All-Day Dining bedeutet, ihr könnt den ganzen Tag hier essen. Ich glaube, das war alle 90 Minuten. Und da gibt es auch verschiedenste Deals, Vollpreis, Upgrades und so weiter und so fort. Also es ist wirklich nicht so teuer. Und total crazy. Du kannst einfach mal im Freizeitpark alles essen, was du willst und machen und tun. Und hier ist es jetzt so, dass eine Vorspeise dabei. Es gibt halt Fresh Fruits oder Mac and Cheese oder weiß ich nicht. Ich habe ein Gürkchen. Hab jetzt auch dann als Hauptgang das Pulled Pork Sandwich. Und da sind aber Pommes dabei. Das ist für mich auch schon Zeit. Und zum Side noch eine Zeit. Oder einen Nachtisch kann man nämlich auch nehmen, statt ein Side, ein Dessert. Und ein Getränk ist auch noch dabei. Herrschaftszeiten und das alle 90 Minuten. Just as a reminder for my friends over here on the right side, we need to be practicing safety, so we are going to be out. Infected, creeping, it won't be there. I feel it. Es gibt natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten, sich hier Tiere anzuschauen. Es gibt hier Fütterung bzw. die Möglichkeit, selber Tiere zu füttern und verschiedenste Shows, Vorführungen, Präsentationen, wie auch immer man das nennen möchte. Aber es gibt auch die Möglichkeit, nochmal Achterbahn zu fahren. Und wir sind jetzt bei Manta, Mack Rides LSM Launch Coaster. Und da machen wir nochmal ein Ründchen mit, würde ich mal sagen.
So Leute, wir sind jetzt nach Manta gefahren, Mack Rides Launch Coaster, LSR Multi-Launch mit Dark Ride Part. Ja, irgendwie so ein Dome Immersive Tunnel, der gar nicht so immersive ist. Ich habe die Bahn als voll lame und langsam und krückig in Erinnerung, aber weil irgendeiner, keine Ahnung, nochmal ein bisschen Power draufheben oder was. Das geht auf jeden Fall gut ab und reißt einen hier und da auch ein bisschen rum. Das hat mich jetzt krass überrascht. Oder das liegt wieder an unserem zerstörten Zustand. Aber eine coole Bahn, sehr bodennah unterwegs, mehrere Lounges. Wenn man das jetzt halt im Dark Ride Part noch mal ein bisschen craziger machen würde und vor allem die Stelle, wo man voll stark abgebremst wird, um dann wieder stark gelauncht zu werden, irgendwie da wenigstens was passieren würde, damit das Sinn macht, dass man so fährt, wird die Bahn auf jeden Fall maximal noch mal aufwerten. Aber auch so ist Manta hier in SeaWorld San Diego auf jeden Fall eine sehr coole Achterbahn, die Spaß macht. By the way, sind wir ja noch so ein bisschen in der Pre-Season und das bedeutet, dass der Wasserpark noch nicht geöffnet ist. Aber es gibt zum Beispiel auch in der Mitte des Parks einen großen Aussichtsturm, zweistöckig sogar. Und es gibt auch eine Seilbahn. Beides ist auch nochmal upcharged zum normalen Eintritt dazu. Also zum Beispiel für die Seilbahn müsst ihr nochmal $6 pro Person zahlen, um einmal da hinten hinzufahren und zurückzufahren. Man hat aber auch einen coolen Blick auf das eine oder andere. Ich glaube, da waren auch so große Außenbassins für die Delfine oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher, du bist auf jeden Fall Waterfront an der Pazifikküste, glaube ich, unterwegs. Also es lohnt sich schon, wenn man das noch nicht gesehen hat, sich das mal anzugucken. Wir haben noch ein paar Aufnahmen hier von Manta gemacht und wandern mal weiter. Ziemlich crazy gestaltet ist auch das Rafting hier bei SeaWorld San Diego. Ist aber closed for the season. Ich weiß nicht, ob die Season noch gar nicht dann offiziell angefangen hat und das jetzt noch in Winterpause ist und noch ein bisschen auf sich warten lässt. Aber vorbei an den Sea Turtles und da hinten krass thematisiert und hier, also es ist schon cool eingebettet, ne? Das sieht gut aus und ich finde es auch sehr gut, dass man da mal lang gehen kann, sich das in Ruhe angucken kann. Weil wenn du jetzt bei der Fahrt bist, kämpfst du ja wahrscheinlich wieder mit dem Ertrinken, statt dich darum zu kümmern, zu gucken, wie toll das aussieht. Ey, da sind Positionen für Bademeister, ja, für Lifeguards. Das gibt schon Gründe dafür. Ja, und da pilgern sie rein zur Schulung oder weiß ich nicht was. Opening im Frühling, was für mich ist. Aber es kann ja sein, wenn die jetzt gerade geschult werden, so dass wir jetzt kurz vorm Öffnen des Raftings sind. Aber da sollte vielleicht jemand mit dem Kiascha vorher auch noch mal durchgehen. Das spült sich ja weg mit den Fluten.
Jo, eine Sache, die vielleicht zu erwähnen wäre, Orca-Show gibt es hier nicht mehr. Die haben sie abgeschafft, aber die Orca leben natürlich noch, die schafft man ja nicht einfach ab. Die sind auf jeden Fall auch noch hier vor Ort, falls ihr euch das schon gefragt haben solltet oder auch nicht. All day dining. Everywhere. Wore a crown, had the world in my hand, ruler of land. I never look back. I never look back. And nothing was crushed. Leute, Marinara ist wirklich so witzig. Das ist einfach Miracoli-Soße. Es schmeckt exakt genauso. Dream turned to dust. No dream turned to dust. When I go back, I want to, but time carries on. We grew up too soon. Wanted to stay that way forever. Hold I never thought to stay. Irgendwie so, ja, wie so ein ganz glatter Hund, ne? Wir haben jetzt hier die Epaulette Sharks und die kann man hier auch streichen. Ganz vorsichtig mit einem Fingerchen und ganz sanft. Park opens, we will feed the toss any food and fish pellets to every individual touch pool here. That way they're also able to have a morning So snack. Punzerfische. And again, my friends, Auch you want to meine make sure Hand you're rein. going through the water, keeping those Would come when I got defeated by nostalgia. Another kingdom is gone. Wanted to stay 'cause things were better. Things were better. I'll say goodbye to days of daydreams. Another kingdom is gone. Do you remember all the places we went, the spaces we hid, the people we were, all the people we were? Natürlich gibt es auch kleine Fahrgeschäfte. Flatbrides ist richtig, richtig schön. Ist zum Beispiel hier der Wellenflieger von Zira. Und ich finde auch allgemein den Style bei SeaWorld eigentlich ganz cool von der Gestaltung und wie sie manche Sachen machen. Das gefällt mir persönlich. Die Farbkombo und wie es gemacht ist. Und auch die Integration mit den kleinen Becken überall und so. Wer das mag und damit cool ist, für den ist das, glaube ich, echt ein ganz feines Ding. Und ja, SeaWorld San Diego gehört auch zusammen mit SeaWorld San Antonio und SeaWorld Orlando, zu denen ihr auch Videos bei uns schon gesehen habt. Ihr habt doch schon mal SeaWorld Australien gesehen. Die gehören nicht dazu. Aber das gibt es ja auch am Kanal zu sehen, falls euch das auch interessieren sollte. Und wir sind, glaube ich, dann jetzt durch für heute und hier. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu wissen wollt, natürlich die Kommentarsektion immer da für euch. Und wir wandern mal zum Auto. Wir haben erwartet, wir würden jetzt 1 Stunde 30 nach Hause fahren, weil wir sind 1 Stunde in den Süden gefahren zum ersten Stopp. Wir sind eine halbe Stunde in den Süden gefahren zu unserem zweiten Stopp hier. Ja, und zurück dauert es jetzt 2,5 Stunden. Hä? Ist wahrscheinlich alles so voll und verstopft. Genau, Happy Hour. Uschi sagt, es ist Happy Hour auf dem Interstate. Ja, die Happy Hour auf dem Interstate. Wir kennen sie nicht. Ja, wir haben überlegt, ob wir jetzt den I-5 wieder hochfahren, den wir immer fahren. Der I-5 verbindet hier einfach jeden Freizeitpark in Kalifornien miteinander. Oder ob wir durch die Berge zimmern. Das ist gerade die große Frage. Und er schmeißt einfach sein Kehrbesteck weg. Wir gehen erstmal zum Auto. Auch ich kann im Schatten parken. Another kingdom is gone. Do you remember all the places we went, the spaces we hid, the people we were, all the people we were? When I go back, I want to,
Lane, wo wir mit 2 oder mehr Leuten langfahren dürfen. Und Express Lane ist das Ganze auch. Und auf der anderen Seite hier rechts ist die normale Autobahn oder Interstate, Freeway, whatever. Also hier ist richtig krass, baulich getrennt sogar. Nicht nur eine Spur, sondern 2 eigene Spuren für 2 Leute. Was ist mit euch? In den USA, in Kalifornien, 360-Grad-Tour, keiner hätte es gedacht, aber diese Tour geht auch einmal zu Ende. Peoples, wir sind angekommen, Knott's Berry Farm. God bless America. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich habe einen Einmalfahrpass. Hydraulic Lounge ist für mich ja immer noch die ultimative Art der Beschleunigung. Es war gar nicht so schlecht. Auch nicht gut. Fahren wir zum Mittag und beim Mittag gibt es eine Achterbahn. Und Achterbahnfahrten müssen dafür Mittag essen. Wir sind jetzt in der Incredible Pizza Company, in John's Incredible Pizza Company.